Ja, liebe Zuschauer, Ende der Jagd. Jagd vorbei hier in Nordschweden, in wahrscheinlich der letzten Wildnis Europas. Viele Abenteuer und heute sitzen wir hier am Stück von Volker. Volker war heute erfolgreich, auch Robin war erfolgreich. Weidmanns Heil für Robin. Wir sagen Dankeschön, Andreas, Robin. Dankeschön. War es fantastische Jagdtage bei euch in Nordschweden. Wir haben viel gesehen. Sie können viele Sachen sehen im Film und wir wünschen ein kräftiges Weidmanns Heil. Und Dank an die Hunde, die haben tolle Arbeit geleistet. Die Hunde sind dabei, man sieht sie im Hintergrund. Fantastische Arbeit hier. Vielen Dank. Schweden. Ein Land größer als Deutschland und doch mit einem Zehntel der Einwohnerzahl. Knapp 9 Millionen Menschen leben auf dem östlichen Teil der skandinavischen Halbinsel. Ein wunderschönes Land und so wie Andreas, mein Jagdführer, dort sagte, wenn du die Ruhe suchst, wirst du sie hier finden. Ich bin im Wilderness Camp von Arctic Circle Adventures. Das befindet sich in Schwedisch Lappland im Norden Schwedens, oberhalb des Polarkreises und unweit der finnischen Grenze. Und wahrscheinlich in der letzten Wildnis Europas. Wie bitte? Auerhähn. Auerhähn, da, das war's. Oh ja. Es ist meine erste Jagdreise und da hat man sicherlich noch keine Vorstellung davon, was einen erwartet. Ich hatte nicht das primäre Ziel, Beute zu machen, sondern ich wollte alles aufnehmen. Das Land, die Leute und natürlich auch die Jagdform, wie sie dort in Nordschweden gelebt wird. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber die wenigen Erwartungen, die ich hatte, wurden übererfüllt. So gut hat es mir gefallen, dass ich es kaum erwarten kann, wieder nach Schweden zu kommen. Man kann es hier sehr schön sehen, die Jagd in Schweden, in Nordschweden ist eine andere. Man jagt dort aktiver mit den Hunden und hat teilweise schwieriges Gelände zu überwinden. Es gibt dort viel Wasser, Moore, die Boden sind bedeckt von Moosen und Flechten und bieten dabei ein abwechslungsreiches Bild. Birken, die sich bewegen, sind keine Birken, sagte mein Jagdführer. Er meinte damit den König der Wälder, den Elch. Diese riesigen Tiere haben die Möglichkeit, sich fast lautlos durch die Vegetation zu bewegen. Sie winden, sie riechen hervorragend und hören ebenso gut. Die Woche in Nordschweden war geprägt von Grundsätzlichkeiten. Essen, Trinken und Ruhe und Raum. Das ist das, was der Mensch zu seinen Grundbedürfnissen zählt und was glücklich macht. Dieses Rausreißen aus dem Trubel, aus dem schnellen Leben, was wir hier auch in Deutschland führen, hinein in solche abgelegene Gegend, das bringt einen runter, das fährt einen runter. Der Robin, aber der und das tat gut. Ja, klar. What are you doing?
Making some tools to eat with. Okay, a fork? Fork, exactly. Okay. Nice work. Renlav, wir nennen das. Essen die Rentiere gerne. Okay. Und das ist ausgezeichnet als Zunder, ein Feuermast. Okay. Ein Survival-Tipp. Survival-Tipp. Okay. Wenn der Hund eine Spur aufgenommen hat, hinterm Elch hinterher ist, dann musst du den Hund arbeiten lassen, damit keine äußeren Störungen noch einwirken, damit er so schnell wie möglich zum Stehen bringt dann nachher. Und dann pirscht man leise an, um in eine gute Schussposition zu kommen. Okay. 220 Meter ist der Hund jetzt entfernt und läuft. Okay. Diese Situation muss ich erklären. Wenn man eine Kamera führt, kann man nicht gleichzeitig jagen. Und so war es in dieser Situation. Andreas und ich sind durch den Wald gepirscht und haben den Hund frei jagen lassen. Und ab und zu hat Andreas gelockt. Der simulierte Kontaktlaut brachte diese 3-jährige Elchkuh ohne Kalb zum Zustehen. Auf 30 Meter bewegten sich die Birken und wir konnten die Elchkuh wahrnehmen. Ich konnte mit einem sauberen Blattschuss die Kuh strecken, wobei sie noch auf uns zulief und ein zweiter Schuss notwendig war. Diese Tiere sind doch schusshärter, als so mancher vermutet. Die Waldkönigin wog ungefähr 230 Kilogramm. Das bedeutet für die Schweden, die in einer Jagdgemeinschaft leben und anteilig das Wildbret aufteilen, ca. 130 Kilogramm bestes Wildfleisch. Auch im Schweden beginnt nach dem Schuss die Arbeit. Aber wie bekommt man so ein schweres Tier aus teilweise schwierigsten Gelände? Die Schweden benutzen in der Regel einen Quad und eine sogenannte Pulka, eine harte Schale, die dahergezogen wird und der Elch wird darauf festgezurrt. Wie ich schon sagte, ist für die Schweden das Fleisch das Wichtigste. Und sie gehen entsprechend sorgsam mit dem Wildbret um. Es unterscheidet sich aber zu Deutschland dadurch, dass sie das Wild in der Regel sofort aus der Decke schlagen, die Elche, und dann zum Trocknen und Reifen in sogenannte Trocknungsräume hängen. Und die Reifung erfolgt in der Regel ohne Kühlung, weil die Umgebungstemperatur das zulässt. Der Elch wird in Schweden nahezu komplett verwertet und wir haben uns von der Kuh natürlich die Leber schmecken lassen und sie war delikat. Meist auf den Touren ins oder aus dem Jagdrevier haben wir Raufußhühner gesehen, wie hier das Birkwild, den Hahn und die Henne. Und wir haben aber auch einen Haselhahn gesehen und am Tag zuvor die Auerhennen, die gerade an diesen Straßenrändern Steine aufnehmen, die sie so dringend benötigen, um die Nahrung im Magen zu zerkleinern.
Die Rentiere sind in Schweden kein jagdliches Wild. Sie sind Haustiere und werden vor den Ureinwohnern, den Samen, gehalten. Standlaut. An einem der letzten Jagdtage hat Taro, einer der norwegischen Elchhunde, übrigens der älteste, einen Elch gestellt. Taro war mit anderen Jägern in einem benachbarten Jagdrevier unterwegs und über die Garmins konnten wir feststellen, dass er genau an der Reviergrenze den Elch gestellt haben muss. Schnell entschlossen wir uns, für Filmaufnahmen den Elch anzugehen. Es kam aber anders, als wir dachten. Markera. Angekommen stellten wir fest, dass der Elch offensichtlich den Fluss überquert haben muss. Der Hund war noch auf der anderen Uferseite und gab weiter Standlaut. Auf 60 Meter gab Robin, einer der schwedischen Jäger, einen präzisen Schuss ab. Die einzige Möglichkeit, den Elch hier am Ufer des reißenden Flusses an den Platz zu bringen. This is a good bull to get rid of. Yeah. In Sweden we call them hang around. They are disturbing the cows and making them move a lot. So the bigger bulls have a harder time to find them. Okay. So this is a really good bull to get rid of and keep the bigger. Yeah. You will get a better chance to shoot a bigger bull if you get rid of these ones. Okay. Und genau das meine ich, Schweden macht es eben deshalb auch so besonders. Die schwedischen Jagdführer holen das Quad, um den Elch zu bergen, und wir genießen die Zeit beim Feuer und beim Angeln. Volker, mein Jagdfreund, ist bis dahin noch nicht zum Schuss gekommen. Das sollte sich aber sehr bald ändern. Die norwegischen Elchhunde hatten das Quad auf dem Rückweg begleitet und haben einen Elch aufgetan und diesen dann verfolgt. Robin und Volker sind dann los und haben die Spur aufgenommen. Es hat tatsächlich funktioniert. Nach 2 Stunden haben sie den Elch bekommen. Egal. Er? Ich war Ja, nicht so wir haben ihn gut. einmal gestellt. Mhm. Oder der Hund hat ihn gestellt. Und der war lautlos verschwunden. Und der Hund ist ihm wieder gefolgt. Ganz toll gemacht. Hat ihn nach vielleicht 500 Metern wieder gestellt. Mhm. Ja, dann sind wir ganz leise ran. Konnten wir die ganze Zeit nicht schießen, weil er dann konnte auch nur einen Teil sehen. Weil der Hund so dicht dran war, dahinter war. Und dann kam er einmal raus, um den Hund wegzuscheuchen. Haben wir eine ganz kurze Sequenz, wo ich die Zeit hatte. Und dann habe ich auch geschossen. Ja, lag gleich. Mit dem Schuss bin ich nicht ganz zufrieden, aber
Ich muss es auch nicht abrufen, das ist mein erster Elch. Vielleicht auch mein letzter. Der Hund hat gearbeitet und wir sind gut rangekommen. Physisch anstrengend. Ja, und wenn man diese Verbissschäden hier sieht, weiß, was hier für ein Bestand ist und wie schwer das ist, trotzdem jemand oder einen Elch zu kriegen. Gut ab. Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, und so war Jagd vorbei für uns angesagt. Wir haben lieber den letzten Tag genossen und den Wohnsitz von Annette Jönsson und Andreas Holland angesehen. Eine Insel, die sie selbst das Paradies nennen. 50 Schlittenhunde und die beiden leben dort. Andreas, was ist das? Das wird ein Abhängboden für Elche. Das heißt, die Elche werden hier hochgezogen an den Füßen, damit man eine vernünftige Arbeitshöhe hat zum Decke abziehen und zum Hängen lassen. Aber wir lassen das Fleisch immer draußen hängen. Wir fahren das nicht in den Kühlraum rein. Ja, ja. Und hier hinter kommt dann ein Kühlhaus, um wirklich, wenn es warm ist, Temperaturen aufzufangen. Weil manchmal kann es sein, gerade die ersten 2 Wochen im September, dass es ungefähr 20 Grad, 25 Grad ist, und damit man eine Sicherheit, um das Fleisch abzuhängen. Okay. Aber normal lassen wir es immer draußen hängen, unter den normalen Wetterverhältnissen, die gerade vorzufinden sind. Und da kommt dann dieser Reifungstimer, wo wir drüber gesprochen haben, Der kommt da rein. der ans Fleisch gehangen wird, damit wir die auch. Und später dann im gemütlichen Haus, am Kamin und mit leckerem Blaubeerkuchen, stelle ich Andreas noch ein paar Fragen. Hallo, Wattmannsheil, liebe Zuschauer. Mein Name ist Andreas Barth und wir sind heute im hohen Norden Schwedens, in der Nähe der finnischen Grenze, in der Nähe der Stadt Korpilombolo. Das ist Andreas Holland. Andreas Holland ist gebürtiger Deutscher, ist vor 14 Jahren ausgewandert nach Schweden und hat hier mit seiner schwedischen Frau Annette Jönsson ein Camp errichtet, wo er Schlittenhundetouren anbietet, Bibersafaris, Jagd und so weiter. Und Andreas Holland ist 42 Jahre alt und lebt hier schon seit 14 Jahren und fühlt sich hier, glaube ich, wohl. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Wir sind heute hier in seinem gemütlichen Haus auf einer Insel mitten in einem See und ich habe einfach ein paar Fragen. Gerne. Ja? Okay. Nordschweden. Was ist so attraktiv an Nordschweden? Die Landschaft, die letzte Wildnis Europas, die Jagd, das Angeln, Survival, ja. Der Winter, Polarlicht, Ja. Kälte. Der Sommer ist sehr interessant mit seiner 24 Stunden, wie sagt man im Deutschen? Es wird nie dunkel. Es wird nie dunkel, mit seiner Mitternachtssonne. Es ist sehr interessant. Und ihr habt besonderes Wildtier. Besonderes Wildtier, ja. Wir haben, wie gesagt, den König des Waldes, wie wir ihn nennen, den Elch, der sich eigentlich gleichstellen lässt mit dem hier Alaska, Kanada. Also wir haben große Trophäen hier, große Schaufler hier, vom normalen kleinen Bullen bis zum Schaufel eigentlich. Und das macht die Jagd unheimlich interessant. Es ist eine spannende, anstrengende Jagd, wie du erlebt hast diese Woche. Und man muss viele Sachen beachten, um erfolgreich zu sein. Bei dir kann man Jagdreisen buchen, Andreas. Ja. So sind wir auch zusammengekommen. Wie muss man sich vorbereiten? Was stellt man sich vor? Sitzt man hier auf dem Hochsitz oder läuft man viel? Was macht das hier so besonders oder vielleicht auch so anstrengend? Ich sag mal so, man muss eine gute konditionelle Voraussetzung haben, weil es wird viel gelaufen, es ist unterschiedliches Terrain, von bergig, dichter Wald, Sumpfgebiete, steiniges Gebiet. Es ist eine anstrengende Jagd. Und man sollte gute Konditionen haben. Das, was auch wichtig ist, man sollte gut anpirschen können. Man muss viele Sachen wie den Wind berücksichtigen, wie man an das Wild rangeht und wirklich, ich glaube, das größte Problem ist, sich leise zu verhalten, weil es ist nicht so viel
Geräusche drumherum, wie Autos, wie Fahrrad, wie andere Besucher oder wie auch immer. Man hört eigentlich gar nichts, wenn man draußen im Wald ist. Das kann ich bestätigen, also hier ist eine Ruhe. Eine Ruhe. Eine Stille, die man also hört sagen nichts. Und ja, Andreas, wenn ich jetzt nicht gut pirschen kann und nicht gut fit bin, du bist Jagdführer, vielleicht kannst du was zu deiner Qualifikation sagen. Stellst du dich auf Jagdgäste ein? Kannst du dich einstellen auf Jagdgäste? Ja, also ich kann mich auf Jagdgäste einstellen und wir werden für jeden Jagdgast, also individuell, also flexibel sein, sodass jeder nicht überfordert wird und dann nachher, ich sag mal, für uns eine Gefahr in dem Sinne ist, dass er sich verletzt, werden wir das dann anpassen, die ganzen Jagdtouren. Wenn doch mal was passieren sollte, das ist nicht auszuschließen, man knickt um, man verstaucht sich einen Knöchel. Du bist ausgebildeter? Erste Hilfe für Wilderness First Aid ausgebildet. Und wir haben eigentlich alle eine Erste-Hilfe-Ausbildung. Wir sind in der Wildnis, es ist sehr ruhig und weitläufig, ganz viel Wald hier, aber trotzdem ist Hilfe jederzeit möglich und Hilfe ist gewährleistet. Man ist erreichbar. Man ist erreichbar, ja. Wie lang ist es bis Luleå? Bis Luleå sind es einfacher Weg, 170 Kilometer ungefähr. Okay, von Hamburg sind wir geflogen, jetzt hier nach Stockholm, dann war da nach Luleå. Es sind, glaube ich, 4 Stunden, dann waren wir hier in Nordschweden, also die Wildnis ist leicht zu erreichen. Andreas holt auch die Jagdgäste ab. Ich hole die direkt vom Flughafen ab. Genau. Also der Service beginnt am Flughafen und endet am Flughafen wieder. Okay. Ganz einfach gesagt. Ja. Okay. Wie erreicht man euch? Habt ihr eine Webseite, einen Kontakt? Wie kann man dich kontaktieren? Also wir haben eine Webseite, die heißt www.arcticcircleadventures.se. Da findet man eigentlich alle Aktivitäten von Schlittenhundetouren, Jagd, über Safaris, über Angeln, alles mit dabei, Survival, Kurse, alles. E-Mail an info@arcticcircleadventures.se oder telefonisch kann man uns erreichen. Alle Kontaktdaten sind auf der Homepage hinterlegt. Und ihr seid mehrsprachig? Und wir sind mehrsprachig, ja. Wir decken den deutschsprachigen Bereich, den englischsprachigen und den schwedischsprachigen Bereich. So, wir haben also eine große Reichweite, was das betrifft. Zu den Kosten, die spielen eine Rolle. Ihr bietet auch an über Help in Hand, die Plattform, bietet ihr für Jungjäger auch besondere Angebote an. Ja. Vergünstigter Preis, dafür helfen die Leute bei Revierarbeiten. Ja. Aber Normalpreis, so eine Woche, wie ich sie bei dir verbracht habe, was kostet das? Eine Woche, so wie du es bezahlt hast, kommt drauf an auf die Gruppengröße, aber im Schnitt sagt man so 1.500 € per Woche. Und dann ist also Vollpension, Transfer, ist alles drin. Das, was dazu kommt, sind dann nachher nachgelegten Wild die Abschussgebühren. Genau. Aber die werden dann erst im Nachhinein gestellt. Und das kann man alles nachlesen auf deiner Webseite arcticcircleadventures.se. Ja. Und wenn Fragen sind, dann bin ich immer dafür da, sie zu beantworten. Und jetzt nochmal ganz kurz, Lockjagd haben wir auch gemacht. Lockjagd bietest du auch an. Ja. Mach auch einmal den Elch. Okay. Und ich kann Ihnen versprechen, liebe Zuschauer, das funktioniert. Wir haben es erlebt. Es war eine erfolgreiche, tolle Woche hier bei Andreas, Robin und Annette bei Arctic Circle Adventures. Wir haben erfolgreich gejagt, wir haben Beute gemacht und das ist das Allerwichtigste hier in Nordschweden, dass man gemeinschaftlich Beute macht zum Fleischerwerb. Trophäenjagd ist hier nicht so beliebt oder ist nicht im Vordergrund. Hier geht es um Fleisch, also Nahrungserwerb, und ein großer Elch bietet das eben, hat 250 Kilogramm Wildbrett, was man nutzen kann, was viele, viele Familien hier in Schweden satt macht. In diesem Sinne, es hat mir große Freude bereitet. Ich sage Ihnen noch vielen Dank. Und vielleicht auf ein erneutes Mal dann auf den Winterfuchs. Auf den Winterfuchs, ja. Lockjagd, die sind riesig hier. Ich habe einen Ball gesehen, fantastisch riesig. Also ich freue mich. Vielen, vielen Dank noch. Ich mich auch. Weidmannsheil. 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 Aber du hast mir eine Auszeit genommen, wolltest hier mal fischen. Ja, ich habe mir heute 2 Auszeiten gegönnt, einfach eine Mittagspause. und du warst ja
Hund müsste man sein, ne? Hund müsste man sagen. Ich hab, das Gesicht müssen wir filmen, das werden wir so schnell nicht mehr wieder kriegen. Warum lachst du jetzt so? Warum freust du dich so? Weil es sehr schön ist und ich mir vorstellen könnte, hier jetzt mal zu angeln. Das ist wirklich ein tolles, wunderschöne Ecke. Das ist der Tag, da bin ich dir recht. Ja. Oho. So, das habe ich versprochen. Als Einstimmung für Schweden. Aber